Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Juni 1943. Der Juni ging dem Ende entgegen und wir hatten alle Hände voll zu tun. Das ganze Regiment war nun aus dem Süden bis auf die Höhe von Charkow aufgerückt. Es war eine Art Verschnaufpause, denn Mensch und Material wurden geschont. Ersatzteile kamen und die Werkstattzüge hatten alle Hände voll zu tun, um alle Panzer wieder flott zu bekommen. Auch mit Hausmitteln reparierte Teile wurden nun ausgebaut und durch neue ersetzt. Auch wurden die Züge aufgefüllt. Hier und da kam Panzer III mit der kurzen 7,5 cm Stummelkanone in die Abteilung. Wir nannten die Bulettenschmeißer. Aber man sollte die Maschinen nicht unterschätzen. Löcher können die auch machen und die Dreier sind das Korsett, auf das wir uns stützen. Dann können wir Langrohre ungestört auf Distanz schießen. Es war ein reges Treiben, aber das Wetter spielte nicht mit. Es regnete viel und die Straßen, wenn man sie denn so nennen konnte, waren meistens Schlammstrecken. Trotzdem war es ziemlich ruhig, aber alle wussten, dass es bald wieder mit Schwung an den Feind gehen würde. Ich hatte nun schon ein paar Tage keinen Einsatz gefahren und die Langrohre waren auch in Reserve gehalten worden. Also mussten, wenn der Russe unruhig wurde, die Panzer III raus und für Ordnung sorgen. Ein Teil meiner Besatzung war auch noch im Fronturlaub bzw. auf dem Rückweg, denn bis zum 25. Juni sollten alle Urlauber zurück sein. Ich war bei Schmidt und wir sprachen über die Bombenangriffe auf Deutschland. Das schmeckte uns nicht. Aber was konnten wir hier daran ändern? Etwas später meldete ich mich bei Peter, er wollte mich sprechen. Ein Kübel stand vor seiner Unterkunft und wir sollten zusammen zu einer Pioniereinheit im Nachbarsektor fahren. Gesagt, getan. Trotz des sicheren Hinterlandes holte ich mir noch eine MP. Sicher ist sicher. Wir machten uns auf über die schlechten Wege und Peter meinte, wir würden sicher eine Stunde brauchen. Es hatte auch endlich aufgehört zu regnen und wir fuhren an Kolonnen von Fahrzeugen vorbei. Überall Feldjäger, die Wege und Kreuzungen sicherten und allerhand Fragen stellten, wenn man vorbei wollte. Aber die machten auch nur ihre Arbeit. Wieder mussten wir halten und warteten an einer Kreuzung, bis eine lange Kolonne an Transportfahrzeugen vorbeigefahren war. Plötzlich ein Brummen über uns. Und als wir nach oben sahen, flog sehr tief eine Me 109 über uns hinweg, mit 2 Jacks im Schlepptau. Die Me war wohl schon getroffen oder der Pilot verletzt. Auf jeden Fall schien er mit viel Mühe noch Ausweichmanöver zu fliegen. Neben uns die Feldjäger nahmen ihre Waffen auf und versuchten vergeblich auf die Russen zu schießen. Die waren viel zu schnell für uns. Die Me zog noch einmal richtig hoch und bekam noch einige Treffer in den Rumpf. Qualmend stieg das Flugzeug noch und dann sah man die Piloten aus der Kanzel springen. Er fiel und fiel und endlich löste sich der Fallschirm. Die Jacks drehten ein und nun nahmen die den Piloten aufs Korn. Saubande! Aber sie waren zu spät. Der Schirm ging ein paar Kilometer weiter weg in einem Waldstück runter. Der Feldwebel der Kettenhunde wollte schnell mit unserem Kübel dorthin den Piloten holen und Peter willigte natürlich ein. Also 2 Mann hinten rein und ab ging die wilde Fahrt. Mir gefiel das nicht. Der Wald sah nicht einladend aus, aber den Kameraden zu retten war Ehrensache. Ich fragte den Feldwebel, was das hier für ein Gebiet wäre, und er meinte, so ganz sicher ist es hier nicht. Immer mal wieder Partisanen, aber die sind nicht leicht zu erwischen. Wir rumpelten in die grobe Richtung, in der wir den Fallschirm zuletzt gesehen hatten. Irgendwann kamen wir nicht weiter und mussten den Wagen stehen lassen. Ich mit der MP, die beiden Feldjäger mit MP und Gewehr und Peter nur mit seiner Pistole. Wie eine Räuberbande ging es in den dichten Wald. Tannenwald mit viel Unterholz und man kam nur schwer voran. Nach weiteren 10 Minuten konnte ich den Schirm im Baum sehen und hielt drauf zu. Ich machte Zeichen zu meinen Kameraden und der Unteroffizier der Feldjäger lief los und wollte wohl als erster bei den Piloten sein. Das war ein Fehler, denn im Lauf wurde er zurückgeschleudert und fiel mit einer Schusswunde in der Brust auf den Rücken.
Schweinerei, wir alle sprangen in Deckung. Wieder Partisanen, das Spiel kenne ich schon. Irgendwo hier war ein Schütze versteckt und wir hatten noch nicht mal Handgranaten dabei. Ich robbte weiter nach links, um von der Seite einen Blick auf den Schirm zu erhaschen. Der Pilot war weg. Nur sein Gurtzeug hing noch da. Die Mütze und ein paar Blutflecken konnte ich auch noch sehen. Ich schaute nochmal nach unserem Angeschossenen. Doch es war alles zu spät. Er war schon tot und die anderen beiden lagen hinter einem Baumstamm in Deckung. Ich machte Zeichen, dass ich versuchen würde, auf die andere Seite zu kommen. Peter schüttelte den Kopf, aber ich kochlos. Liegen bleiben und warten war hier keine Option. Die Burschen kennen den Wald besser als wir. Der Feldwebel schoss ein paar Garben in die Richtung, in der er den Schützen vermutete. Das lenkte ihn bestimmt ab, und ich machte mich daran, schneller zu robben. Nun sah ich auch eine Schleifspur. Die haben den Piloten eingesackt. Also lebt er noch, sonst würden die ihn nicht mitnehmen. Ich kroch weiter und nach weiteren 50 Metern, mir stand der Schweiß auf der Stirn, die Uniform war durchgenässt und meine Ellbogen taten weh, sah ich eine Mütze im Dickicht. Da saß der Hundesohn. Oder waren es 2? Noch ein paar MG-Gaben von meinen Kameraden ließen mir die Möglichkeit, noch weiter vorzukriechen. Nun konnte ich die Pilotenstiefel sehen und einen Jungen, vielleicht 16 Jahre alt, der dem Flieger ein Messer an die Kehle hielt. Daneben ein Mann, möglicherweise sein Vater, mit einem Gewehr in die andere Richtung zielend. Ich war nun knapp 15 Meter ran, aber mit der MP war es zu riskant. Ich könnte den Piloten treffen. Plötzlich brummte wieder ein Flugzeug im Tiefflug über den Wald und scheinbar lenkte das die beiden ab. Ich nahm all meinen Mut zusammen, sprang auf und rannte auf die beiden zu. In dem Lärm hörten die mich nicht und mit einem Satz war ich da, trat dem Jungen das Messer aus der Hand und legte auf den Gewehrschützen an. Der sah mich, verzog keine Miene und nahm sein Gewehr rum, um auf mich anzulegen. Ich zog durch und der Rückschlag ließ mich erzittern. 4 oder 5 Kugeln schlugen in den Mann ein und rissen ihn nach hinten. Das Gewehr flog hoch und er landete selber auf den Beinen des halb bewusstlosen Piloten. Der Junge hatte sich gefangen, nahm sein Messer und stürzte auf mich zu. Zu spät für die MP. Ich versuchte, das Messer abzuwehren, aber bekam einen Schnitt in den linken Unterarm ab. Klein und flink, und er wollte mich töten. Das sah ich in seinen Augen. Mittlerweile war Peter schon fast da und sah mich mit dem Knirps kämpfen. Der Junge war durch Peter abgelenkt und ich sprang nach vorn, rang ihm das Messer aus der Hand und stach zu. Ein röchelnder Schrei. Das war alles, was aus dem Mund des Jungen kam. Er wollte was sagen, aber das Leben wich aus seinem Körper. Ich hielt das Messer noch umklammert. Ich hatte wohl sein Herz getroffen. Dann erschlaffte der Körper und aus. Was hatte ich getan? Ich wollte das nicht, aber in der Hitze des Kampfes, ich weiß es nicht. Ich war entsetzt. Meine Hände voller Blut. Nun war es nur noch ein Junge. Kein Feind mehr. Er starb in meinen Armen. Das wollte ich nicht. Schon damals mit der jungen Frau. Ich setzte mich an die Seite, während Peter und der Kettenhund den Piloten versorgten. Dann kümmerten sie sich um meinen Arm. Es war kein tiefer Schnitt, aber es tat weh. Der Pilot hatte ein paar ordentliche Schläge mit dem Gewehrkolben abbekommen, aber er lebte und konnte auch noch berichten, was passiert war. Er hatte mit seinen Kameraden einen Angriff geflogen und dann bekam er Motorenprobleme. Da die eigene HKL nicht weit war, drehte er ab und wollte alleine zurückfliegen. Dann kamen die Russen und schossen ihn ab. Als er dann im Baum hing, waren gleich die beiden Partisanen da und schlugen ihn zusammen. Er war froh, dass wir ihn gerettet hatten. Peter sah, dass mir der Tod des Jungen zu schaffen machte. Er legte mir die Hand auf die Schulter und meinte, es wäre nicht anders gegangen, sonst würde ich jetzt hier in meinem Blute liegen. Das half mir auch nicht. Aber es waren Partisanen. Oder nur Russen, die ihr Land verteidigten? Ich war durcheinander. Waren wir nicht im Recht? Wir hatten den Russen aufgehalten, bevor unser Deutschland zu überrennen versuchte. Nun musste er damit leben, dass wir sein Land nehmen. Oder war das nicht richtig? Das wollte nicht aus meinem Kopf.
Peter riss mich dann aus meinen Gedanken. Ich sollte den Piloten mit unterhaken, denn mittlerweile hatte sich ein Schützenpanzer durch den Wald gewühlt und wartete auf uns. Den toten Unteroffizier hatten sie schon eingeladen. Der Feldwebel war auch sichtlich mitgenommen. Der Tote, Gernot hieß er wohl, war ein guter Kamerad und war seit Polen dabei. Und nun vorbei. Wieder eine Mutter, die weinen würde. Aber auch 2 Russenmütter, die auch weinen würden. Verflucht sollen alte Partisanen sein. Ein Soldaten in Uniform, mit dem kann man kämpfen. Aber diese Zivilisten, schmeckt mir alles nicht. Der Pilot wollte noch unsere Einheit wissen und Peter erzählte ihm, wer wir waren. Nach einer Stunde saßen wir wieder im Kübel und weiter ging es zu den Pionieren. Dort gab es erstmal was zu futtern und ich wartete nachher beim Kübel auf Peter. Die Offiziere besprachen wohl das Vorgehen im Bereitschaftsraum, wo auch immer der sein möge. Noch hatten wir keine Informationen bekommen, aber das sollte wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nach weiteren 2 Stunden machten wir uns dann auf den Rückweg. Ich sprach nicht viel und Peter ließ mich schweigen. Als wir wieder in Merifa waren, nahm ich meinen Kommandant zur Seite. »Hör mal, Rudolf«, meinte er zu mir, »es ist eben Krieg und die wollen uns tot sehen. Heute hast du uns alle gerettet und den Piloten noch dazu. Wer weiß, wie viele Leben der Pilot jetzt noch rettet, dadurch, dass er wieder fliegen kann. Und wie viele Lanzer jetzt nicht aus irgendeinem Wald beschossen werden. Alles, weil du die beiden ausgeschaltet hast. So geht die Rechnung. Alles andere bringt dich nur zum Nachdenken.« Ich nahm es auf, aber ich wollte nun erstmal für mich sein. Aber alleine war es auch nicht gut. In meinem Quartier hatte ich noch eine halbe Flasche Rum, die musste er erstmal herhalten. Ich ging zu Schmidt und wir suchten uns eine stille Örtlichkeit hinter einer alten Gaststätte. Schmidt hörte zu. Er nickte und ließ mich erzählen und hörte nur zu. Das war auch ganz gut so. Später, leicht angetrunken, kam ich dann auch in den Schlaf. Am nächsten Morgen hatte ich dann doch starke Kopfschmerzen, aber es ging los, wir verlegten. Alle machten sich fertig und mit Sack und Pack wurde die ganze Abteilung in Marsch gesetzt. Nun ging es tatsächlich los. Das Ziel war Borisowka.